Also wir brauchen gar nicht irgendwie auf jemanden mit dem Finger zu zeigen und sagen, ja, alle Männer in irgendwelchen Machtpositionen sind gerade das Problem. Sie sind nicht das Problem. Sie sind das Symptom unseres Problems. Hallo zusammen, es ist mal wieder Dienstag und ich freue mich, dass wir uns hier kurz treffen, um die Grundsätze von Ein Kurs im Wundern auf unsere menschliche Erfahrung anwenden zu lernen und das zu vertiefen. Ein Kurs im Wundern ist ein Training für unseren Geist, um das derzeit dominante Ego-Angst-Mangel-Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. Heute will ich kurz mit dir mal wieder in das Thema Angst eintauchen. Ein Kurs im Wundern nennt das Wort Angst ungefähr 1074 Mal, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich habe es gerade recherchiert. Die Zahl war um die 1070. Und du siehst, dass auch ein Kurs im Wundern uns immer wieder etwas über die Angst näher bringen will. Ich glaube, es ist nicht das gemütlichste Wort. Ich weiß nicht, was es gerade in dir auslöst. Aber ich glaube, die Angst vor der Angst ist meistens viel größer als die Angst selbst. Deshalb, wir schauen mal, was wir wieder lernen können, wenn wir einen Kurs in Wundern dazu lesen und ob wir den Fokus etwas weiter aufziehen können und weniger personalisiert mit der Angst umgehen. Warum ich überhaupt auf dieses Thema komme, ist, weil ich einerseits gedacht habe, hey, es war gerade Ostermontag, vielleicht gibt es heute auch gar keine Folge vom Happy Cool Love Podcast. Und das andere war, dass ich wirklich gar nicht wusste, worüber wir reden. Manchmal habe ich das. Ich weiß eigentlich gar nicht, gibt es wirklich was zu besprechen. Aber manchmal ist das offensichtlichste Thema immer das, was ich am ehesten übersehe. Und für mich ist das offensichtlichste Thema für mich immer noch das Jahr 2026 und dass ich gerade kontempliere, wo ich immer noch mit den Illusionen des Ego, also mit der Angst des Ego mitgehe, anstelle mich davon loszulösen. Warum ich das sage, ist, weil ich schon öfter hier im Podcast erwähnt habe, dass das Jahr 2026 eine Besonderheit für mich hat, nämlich, dass ich noch disziplinierter und noch ehrlicher sein will, wo ich mich immer noch im Ego-Angst-Denksystem gefangen halte, anstelle mich davon zu befreien, anstelle die Angst in die Liebe zu transformieren, weil das Jahr 2027 ja auch eine Besonderheit trägt. Gene Keys und auch Human Design und auch die Astrologie sagt, dass da eine energetische Verschiebung stattfindet. Und wir merken auch schon die Vorläufer dazu, dass irgendetwas wirklich nicht mehr so ist wie früher. Wir können die Augen nicht mehr davor verschließen, dass das System, was das Ego uns als normal gegeben hat, nicht mehr so gut funktioniert. Und vielleicht hat es auch nie gut funktioniert, nur wir wollten uns was vormachen und wir können uns langsam nichts mehr vormachen. Irgendetwas ist aus der Balance und wir dürfen uns dieses Jahr vor allem Zeit nehmen und auch Pausen einlegen, um immer wieder zu sagen, bin ich ehrlich mit mir? Habe ich jede Angst, die ich mir angucken konnte, schon angeguckt? Kann ich noch mehr dafür tun? Alles, was sich mir in den Weg stellt, eine Herausforderung für mich darstellt, wirklich ehrlich anzuschauen und mir heilige Hilfe zu holen, damit ich das transformiere und nicht mitnehmen muss in die neue Energie, die sich 2027 für uns alle zeigen wird. Und was vor allem mich beschäftigt in letzter Zeit, und ich glaube gar nicht mal in letzter Zeit, seit vielen Monaten eigentlich schon, ist, wenn ich die Welt so anschaue und sehe, dass das nicht so gesunde männliche Prinzip, welches gerade die Welt beherrscht, will ich jetzt mal sagen. Und das heißt jetzt nicht, dass das alles nur Männer sind in irgendwelchen Machtpositionen. Es gibt genauso gut Frauen, die dieses nicht so gesunde männliche Prinzip, das sich nicht reflektiert, das in der Angst und im Mangel und im Überlebensmodus agiert und im Angriff sich sicher fühlt. Dieses Prinzip uns alle nochmal dazu auffordert, zu schauen, wo habe ich das einfach nur hingenommen, dieses Prinzip? Wo habe ich es einfach nur über mich ergehen lassen, mich nicht getraut, etwas zu sagen, mich nicht getraut, das Boot zum Wackeln zu bringen, vielleicht auch nichts gesagt, weil ich darin irgendwie noch meine Sicherheit suche oder denke zu finden
oder denke, mein Status könnte dadurch bedroht werden oder meine Beziehung könnte dadurch bedroht werden oder mein Job könnte dadurch bedroht werden und ich bin dann in meiner Gemütlichkeit gefährdet. Also wir brauchen gar nicht irgendwie auf jemanden mit dem Finger zu zeigen und sagen, ja, alle Männer in irgendwelchen Machtpositionen sind gerade das Problem. Sie sind nicht das Problem. Sie sind das Symptom unseres Problems. Und jeder hat irgendwie Anteil an diesem Problem. Ich sehe mein Problem darin, dass ich in ein System meine Sicherheit getan habe, wo ich es nicht hin hätte tun dürfen. Naja gut, wir alle starten so in diesem Ego-Denksystem, dass wir denken, in diesen Strukturen, die die Gesellschaft uns gibt, liegt meine Sicherheit. In der Politik, die diese Gesellschaft macht, liegt meine Sicherheit. In meinem Bankkonto liegt meine Sicherheit. In meinem Job liegt meine Sicherheit. In meinen familiären Strukturen liegt meine Sicherheit. Ich baue meine Sicherheit auf meinen Mann, auf meinen Bruder, auf meinen Vater, denn die sollen uns sicher halten. Ich habe damit nichts zu tun. Und wenn sie es nicht können, dann sind wir echt krass beleidigt oder haben wieder Angst oder sind in Panik oder enttäuscht, weil wir legen unsere Sicherheit in diesem System oft in Dinge, in die wir unsere Sicherheit nicht legen sollten. Und das wird uns gerade sehr, sehr machtvoll gespiegelt, will ich mal sagen. Worin habe ich meine Sicherheit gesucht? In diesen ganzen Strukturen, die mir diese Gesellschaft gegeben hat. Und wenn diese Strukturen wackeln, was sagt das mir über mich? Was sagt das mir über meine Sicherheit, über meine Gemütlichkeit und über die Illusion, die ich vielleicht noch aufrechterhalte? Also bei mir ist es wirklich dieses, ich darf wieder meine Sicherheit im Innen kultivieren, noch mehr kultivieren, wissen, dass meine einzige Sicherheit dort ist, dass ich daran erinnert bin, wer ich in Wahrheit bin und mit was ich verbunden bin. Diese menschliche Hülle von mir war ja nie sicher. Meine Sicherheit muss von innen nach außen gelebt werden. Und ich übe mich in diesem Jahr vor allem darin. Und ich wünsche mir für dich, dass du vielleicht diese eine Sache findest, die du weiterhin vielleicht mit deinem Ego aufrechterhalten willst und dort nach innen die einzige, ich wollte gerade Alternative sagen, aber es ist ja nicht die Alternative. Es ist das Original, was du durch eine schäbige Alternative des Ego ausgetauscht hast. Und jetzt sollst du wieder zurück zum Original. Bei mir zum Beispiel, wie gesagt, ist es die Sicherheit in ein System tun oder in bestimmte Familienstrukturen tun, wo ich weiß, da ist meine Sicherheit nicht richtig gelagert. Ich muss wieder nach innen gehen und mich verbinden mit dem, was wahr ist. Und dort bin ich sicher. Meine Sicherheit kann nur in Gott sein und nicht in irgendeinem anderen Menschen, in irgendeiner Struktur, in irgendeiner sicheren Politik, in irgendeiner sicheren Welt. Und ich sage nicht, dass, und dahin geht das Ego vielleicht jetzt, ja, aber was soll ich denn machen? Soll ich irgendwie meine Wohnung aufgeben, meine Beziehung aufgeben, meinen Job aufgeben? Das ist nicht, was ich sage. Ich will nur, dass wir überprüfen, wo haben wir in eine Illusion investiert, in eine Illusion von Sicherheit zum Beispiel, und wo müssen wir wieder zu uns zurückkehren und in das Original von Sicherheit dorthin rein investieren. Ich habe zum Thema Angst uns was aus einem Kurs im Wundern aus dem Textbuch mitgebracht, um gemeinsam nochmal zu lesen und nachwirken zu lassen, wie immer hier im Happy Cool Love Podcast. Was sagt uns ein Kurs im Wundern über die Angst? Was lernen wir? Was können wir daraus für uns mitnehmen, für unseren Alltag, für unsere Umwelt, für die Situation in der Welt, damit wir dazu beitragen, dass sie sich auflöst, dass sie sich in Liebe übersetzen lässt, damit wir unseren Fokus wieder so aufziehen, dass wir nicht so erschrocken durch diese Welt gehen und damit dienlich sind und damit dieser Fels in der Brandung sind, den wir mehr brauchen als Fähnchen im Wind sein, will ich jetzt mal sagen. Vielleicht bist du das auch gar nicht, aber weißt du, wie ich meine, dass uns jede Schlagzeile oder auch jeder Kommentar von irgendjemandem, der eine Machtposition innehält, sofort aus der Ruhe bringt. Dort sind wir nicht dienlich. Ich weiß, dass das manchmal passieren kann, aber ich
würde mir wünschen für uns alle, dass wir immer wieder dann dorthin gehen, dass wir mal atmen, eine Pause machen, uns wieder erden und diesen Fokus wieder aufmachen, dass viel mehr hier gerade am Werk ist, als nur ein Kommentar von jemandem, der in seiner Angst und in seinem Ego-Denksystem denkt, er muss angreifen, um sicher zu sein. Fehlgeleiteter geht's ja nicht. Und wir alle sollten Verständnis dafür haben, weil auch wir schon oft genug dort waren, dass wir dachten, ich muss mich verteidigen, damit ich sicher bin. Wir kennen doch das Muster. Geh doch nicht in das Detail, sondern geh in das grundsätzliche Prinzip, was dort gerade arbeitet. Dann kannst du wieder ins Verständnis und dann kannst du in die Vergebung. Und dort, in dieser Energie, bist du ein Segen für die Welt. Also, wir lesen mal jetzt im Textbuch von Ein Kurs im Wundern auf Seite 242 in Kapitel 13, die schuldlose Welt. Und warum ich das überhaupt mitbringe, ist, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, wir können sehr gut sehen, dass das mehr oder weniger gerade der Zustand der Welt ist. Das ist sehr, sehr offensichtlich. Ich glaube, es war schon lange so, seitdem wir dem Ego-Denksystem vertrauen, aber vielleicht ist auch ein Segen darin, paradoxerweise, dass wir es jetzt so klar sehen und nicht mehr übersehen können. Also, wir sind dafür in Abschnitt 3, die Angst vor der Erlösung. Und wir lesen mal so ein bisschen. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange, aber wir schauen mal. Du fragst dich vielleicht, warum es so entscheidend ist, dass du dir deinen Hass und dir sein volles Ausmaß klar machst. Auch denkst du vielleicht, dass es für den Heiligen Geist leicht genug wäre, ihn dir zu zeigen und ihn aufzulösen, ohne dass es nötig wäre, dass du ihn dir selber ins Bewusstsein hebst. Doch gibt es noch ein weiteres Hindernis, das du zwischen dir und der Sühne aufgerichtet hast. Wir sagten, dass niemand der Angst Vorschub leistet, wenn er sie erkennt. In deinem ungeordneten Geisteszustand aber fürchtest du dich nicht vor der Angst. Du magst sie nicht, aber es ist nicht dein Verlangen anzugreifen, das dir wirklich Angst macht. Deine Feindseligkeit stört dich nicht ernstlich. Du hältst sie verborgen, weil du dich mehr vor dem fürchtest, was sie verdeckt. Du könntest sogar den finsteren Eckstein des Ego ohne Angst betrachten, wenn du nicht glaubtest, dass du ohne das Ego etwas in dir finden würdest, was du noch mehr fürchtest. Du hast nicht wirklich Angst vor der Kreuzigung, dein wirkliches Entsetzen gilt der Erlösung. Und das ist, was wir so ganz klar gerade an vielen Orten in der Welt ausgespielt sehen. Wir haben Angst vor der Liebe, die wir wahrlich sind. Und das Ego läuft gerade amok, weil es sein System aufrechterhalten will und die Angst weiterhin aufrechterhalten will, damit wir die Liebe nicht sehen. Und ich habe das Gefühl, je doller das Ego das probiert, desto näher kommen wir der Liebe. Also vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen, dass das Ego gerade so wild herumrudert, will ich jetzt mal sagen. Unter dem finsteren Fundament des Ego liegt die Erinnerung an Gott und davor hast du wirklich Angst. Denn diese Erinnerung würde dich augenblicklich deinem angestammten Platz zurückerstatten und dieser Platz ist es, den du zu verlassen suchtest. Deine Angst vor Angriff ist nichts im Vergleich mit deiner Angst vor der Liebe. Du wärst bereit, dir sogar deinen brutalen Wunsch, Gottes Sohn zu töten, anzusehen, wenn du nicht glaubtest, dass er dich vor der Liebe rettet. Denn dieser Wunsch hat die Trennung verursacht und du hast ihn geschützt, weil du nicht möchtest, dass die Trennung geheilt wird. Dir ist Folgendes klar: Wenn du die dunkle Wolke entfernst, die sie verschleiert, würde die Liebe zu deinem Vater dich drängen, seinen Ruf zu erwidern und in den Himmel zu hüpfen. Du glaubst, Angriff sei Erlösung, weil er dich daran hindern würde. Denn noch tiefer als das Fundament des Ego und viel stärker, als es jemals sein wird, ist deine starke und brennende Liebe zu Gott und die seine zu dir. Das ist es, was du wirklich verbergen möchtest. Erinnert sehr an dieses eine Zitat, was wir immer wieder hier erwähnen von Marianne Williamson, wo sie sagt, dass deine größte Angst nicht deine Unzulänglichkeit ist, sondern dass du unbändig machtvoll bist.
Wir haben Angst vor unserer eigenen wirklichen Macht und deswegen versuchen wir mit dem Ego alles daran zu setzen, diese Liebe, die wir wahrlich sind, nicht zu sehen. Und das Ego hat wirklich verrückteste Ideen, um diese Liebe scheinbar unzugänglich für uns zu machen. Wir lesen mal noch ein Stück. Sei ehrlich. Fällt es dir nicht schwerer zu sagen, ich liebe, als ich hasse? Du assoziierst Liebe mit Schwäche und Hass mit Stärke. Und deine eigene wirkliche Macht erscheint dir als deine wirkliche Schwäche. Denn du könntest deine freudige Reaktion auf den Ruf der Liebe nicht kontrollieren, wenn du ihn hörtest. Und die ganze Welt, die du gemacht zu haben glaubtest, würde verschwinden. Der Heilige Geist scheint also deine Festung anzugreifen, denn du möchtest Gott ausschließen und er, also Gott, will nicht ausgeschlossen werden. Interessant, gegen was wir hier scheinbar kämpfen. Gegen Gott. Also völlig absurd. Wie wollen wir gegen die Macht per se überhaupt mit diesem kleinen Ego irgendetwas ausrichten können? Wir lesen mal weiter. Du hast dein ganzes wahnsinniges Glaubenssystem aufgebaut, weil du denkst, in Gottes Gegenwart wärst du hilflos und du möchtest dich vor seiner Liebe retten, weil du denkst, sie würde dich zu nichts zermalmen. Du fürchtest, sie könnte dich von dir hinwegfegen und dich klein machen, weil du glaubst, Größe liege in Trotz und Angriff sei Erhabenheit. Ich denke immer nur, wenn ich das hier lese, der Zustand der Ego-Welt. Das ist, was wir die meiste Zeit gerade im Außen beobachten. Und wenn wir das verstehen, wenn wir endlich diesen Fokus weiter aufziehen und ihn so weit aufgezogen lassen, vielleicht haben wir dann mehr Ruhe, mehr Gelassenheit, mehr die Fähigkeit in der Beobachtung zu verweilen, anstelle uns zu sehr in den Details zu verlieren und mit hin und her zu straucheln. Wir können eine höhere Ebene einnehmen. Wir können eine Vogelperspektive haben und dann sind wir viel gelassener. Ich sage nicht, dass man nicht dennoch was sagen darf oder dennoch was tun darf, aber die Art und Weise, wie du es tust, die Energie dahinter ist viel machtvoller. Also, wir lesen noch ein Stück. Du denkst, du habest eine Welt gemacht, die Gott zerstören will und dadurch, dass du ihn liebst, was du tust, würdest du diese Welt wegwerfen, was du tätest. Deshalb hast du die Welt dazu benutzt, deine Liebe zuzudecken und je weiter du in die Schwärze des Ego-Fundaments vorstößt, desto näher kommst du der Liebe, die dort verborgen liegt und das ist es, was dir Angst macht. Du kannst den Wahnsinn akzeptieren, weil du ihn gemacht hast, aber die Liebe kannst du nicht akzeptieren, weil du sie nicht gemacht hast. Ich glaube, da ist auch immer so ein Aspekt von Unkontrollierbarkeit in der Liebe Gottes. Wir müssen eine Art von Hingabe haben, die uns oft genug noch schwerfällt. Und anstelle uns dem zu widmen, nehmen wir das, was uns scheinbar leichter fällt, angreifen, dem Ego glauben. Du möchtest lieber ein Sklave der Kreuzigung sein, als ein Sohn Gottes in der Erlösung. Dein individueller Tod scheint wertvoller zu sein als dein lebendiges Einssein, denn was dir gegeben wurde, ist dir nicht so teuer wie das, was du gemacht hast. Du hast vor Gott mehr Angst als vor dem Ego und die Liebe kann nicht einkehren, wo sie nicht willkommen ist, aber der Hass kann es, denn er dringt aus eigenem Willen ein und kümmert sich nicht um deinen. Du musst dir deine Illusion ansehen und sie nicht verborgen halten. Genau das ist die Einladung von mir an dich. 2026, schau dir diese Illusion an. Schau dir die Angst an. Schau dir das an, was dich noch an das Ego-Denksystem glauben lässt. Vielleicht ist es irgendeine Illusion von Sicherheit im Außen, vielleicht ist es irgendeine Art von Anerkennung, die du denkst im Außen zu haben, vielleicht ist es dein Job, ich weiß es nicht, irgendwelche Beziehungen, wo du deine Sicherheit hintust, anstelle sie in Gott zu suchen. Du musst dir deine Illusion ansehen und sie nicht verborgen halten, denn sie ruhen nicht auf ihrem eigenen Fundament. Solange sie im Verborgenen sind, hat es wohl diesen Anschein und so scheinen sie autark zu sein.
Das ist die fundamentale Illusion, auf der die anderen beruhen. Denn unter ihnen liegt, verborgen, solange sie versteckt sind, der liebende Geist, der dachte, er habe sie im Ärger gemacht. Und der Schmerz in diesem Geist ist derart offensichtlich, wenn er aufgedeckt wird, dass sein Bedürfnis nach Heilung nicht geleugnet werden kann. Mit allen Tricks und allen Spielen, die du ihm bietest, kannst du ihn nicht heilen. Denn hier ist die wirkliche Kreuzigung des Gottessohnes. Ich möchte noch kurz etwas diesem Thema von Angst hinzufügen aus Kapitel 12, damit wir vielleicht auch verstehen, wozu uns Angst immer wieder, die wir im Außen sehen oder die wir in uns sehen, aufruft. Was unsere Aufgabe ist mit der Angst. Manchmal vergessen wir das. Wir sind dafür auf Seite 217 im Textbuch von Ein Kurs in Wundern. Heute lesen wir viel, ich weiß. Ich hoffe, dass das dir auch wirklich dienlich ist. Also, wir sind auf Seite 217 im Kapitel 12. Wir sind dafür in Abschnitt 1 in Absatz 8 und 9, falls du selber nochmal später nachlesen willst. Hier lesen wir: Denn Angst ist ein Ruf nach Liebe im unbewussten Erkennen dessen, was verleugnet wurde. Angst ist ein Symptom deines eigenen tiefen Verlustgefühls. Wenn du, sobald du sie in anderen wahrnimmst, lernst, dem Verlust abzuhelfen, ist die grundlegende Ursache der Angst beseitigt. Dadurch lehrst du dich selbst, dass Angst in dir nicht existiert. Das Mittel, um sie zu beseitigen, liegt in dir selbst. Und das hast du dadurch aufgezeigt, dass du es gibst. Angst und Liebe sind die einzigen Gefühle, deren du fähig bist. Eines ist falsch, denn es wurde aus der Verleugnung herausgemacht und die Existenz der Verleugnung hängt vom Glauben an das ab, was verleugnet wird. Indem du die Angst richtig deutest, nämlich als eindeutige Bestätigung des zugrunde liegenden Glaubens, den sie maskiert, untergräbst du den in ihr wahrgenommenen Nutzen dadurch, dass du sie nutzlos machst. Abwehrmechanismen, die überhaupt nicht funktionieren, werden automatisch aufgegeben. Wenn du das, was die Angst verbirgt, zu unzweideutiger Vorherrschaft erhebst, wird die Angst bedeutungslos. Du hast ihre Macht geleugnet, die Liebe zu verbergen, was ihr einziger Zweck war. Der Schleier, den du vor das Antlitz der Liebe gezogen hast, ist verschwunden. Ich würde das kurz so zusammenfassen, dass jeder Ausdruck von Angst, ob du ihn jetzt in dir siehst oder in jemand anderem, nur einen Zweck hat. Nämlich die Liebe, die du wahrlich bist, die hier als einziges wahr ist und auch im Himmel als einziges wahr ist, zu verschleiern. Und wenn wir das nicht akzeptieren, beziehungsweise wenn wir sehen, dass Angst ein Ruf nach Liebe ist, dass Angst tatsächlich auch ein Beweis dafür ist, dass die Liebe darunter liegt und wir so damit interagieren, natürlich dürfen wir uns immer heilige Hilfe dazu holen. Du musst das nicht alleine lösen, du kannst das auch nicht alleine lösen. Dann nehmen wir der Angst ihre Macht und dadurch lässt sie von uns ab, lässt sie von der Welt ab. Und dadurch haben wir wieder ein bisschen Licht freigesetzt oder viel Licht freigesetzt. So, das war's heute von mir für dich. Ich hoffe, du kannst was Wertvolles für dich aus dieser Folge vom Happy Cool Love Podcast mitnehmen. Falls du mit mir teilen willst, was das ist, freue ich mich hier unter der YouTube-Folge oder auch bei Spotify. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du mich unterstützt, indem du diese Folge likest, sie gern teilst mit anderen, die auch vom Inhalt profitieren könnten oder mir ein Abo dalässt. Danke dafür. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle, sonnige, lichtvolle und ehrliche Woche. Wir sprechen ganz bald wieder miteinander. Deine Peri.